Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Meine Leinwand ist heute 50 x 50 cm groß und auch wenn ich mit einem mittleren Grau starte, was am Anfang relativ trist aussieht, kann ich euch versprechen, dass das Bild sehr viel fröhlicher und farbenfroher enden wird. Und dann trockne ich das Ganze natürlich wie gewohnt mit meinem Föhn an. Dann wird es in diesem Video noch eine kleine Überraschung geben. Und zwar hatten sich viele von euch etwas Bestimmtes gewünscht und das habe ich hier dann bei diesem Bild endlich für euch gemacht und aufgezeichnet und ich bin völlig gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Als ich für dieses Bild in mein Atelier gekommen bin, habe ich mich erstmal umgesehen, mit welcher Größe ich heute arbeiten möchte und habe mir dann zunächst einmal die Leinwand dorthin gelegt und mir dann nach und nach Farben zusammengestellt und bin dann heute bei sehr fröhlichen Farben gelandet, die ich jetzt sehr klassisch auftragen werde. Ich hatte überlegt, mit welchem Werkzeug ich heute arbeite und habe dann aber so gemerkt, dass es mein großes Rakelwerkzeug sein musste, weil ich auch nicht nur eine klassische Rakeltechnik zeigen möchte, sondern ich möchte heute auch sehr geometrisch arbeiten. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz als sonst. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das zu Weihnachten gefertigte Bild, was hinterher die Aufteilung 1/3, 2/3 hatte. Und so etwas Ähnliches schwebte mir heute durch den Kopf. Ich habe dann einfach angefangen mit den Farben, die ich mir zusammengestellt habe und bin aber im Verlaufe des Malens auch immer wieder offen für Veränderungen. Und man bemerkt ja auch dann, wenn man eine Farbe ausgewählt hat, wie jetzt zum Beispiel, wo ich auf der linken Seite eine sehr dunkle Farbe habe und auf der rechten Seite doch eine etwas hellere Farbe, wie der Kontrast aussieht und wie die Farben miteinander harmonieren. Nach der leichten Farbe in Rosa greife ich zunächst erstmal zu einer Kontrastfarbe, einem dunklen, fast fuchsiafarbenen Ton und gebe dem Bild erstmal ein bisschen mehr Tiefe und Struktur. Meine nächste Farbe ist eine satte gelbe Farbe, die in Zusammenhang steht mit dem etwas blasseren gelblichen Ton, den ich bereits auf meiner Leinwand habe. Und ich glaube, durch ein paar eurer Kommentare, die ich manchmal während des Malens auch im Kopf habe, habe ich dann heute eher zu Frühlingsfarben gegriffen und mich davon auch inspirieren lassen. Spannend fand ich dann die Idee, dieses satte, kräftige Gelb wieder ein Stück weit hinter einer Farbe verschwinden zu lassen. Allerdings habe ich eine Farbe gewählt, die gewisse Farben durchscheinen lässt und erzeuge damit immer mal wieder interessante Passagen in diesem Bild, weil die Farbe teilweise etwas stärker aufgetragen ist und dann kann ich nicht hindurchsehen. Und an manchen Stellen ist die Farbe einfach leichter aufgetragen und dann kann ich wiederum durchsehen.
Nach dem Auftragen der letzten Farbschicht habe ich beschlossen, dass das Bild fertig ist, und deshalb gibt es an dieser Stelle schon einmal die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Ich finde hervorragend, wie die einzelnen Strukturen in der Rakeltechnik herausgekommen sind, mit Inseln, Farbschlieren, und was mir persönlich ganz besonders gut gefällt, ist der dunkle, kräftige, fuchsiafarbene Streifen im Bild. Ja, jetzt kommen wir zu der vorhin angekündigten Überraschung für euch. Und zwar zeige ich euch heute einmal, wie ich meine Ränder gestalte. Und ich habe eure Kommentare immer damit beantwortet, dass ich den Rand entweder in Schwarz oder in einer Farbe des Bildes gestalten werde. Und wie ihr seht, habe ich mich für die Farbe des Streifens entschieden. Die Herausforderung bei dieser Farbe ist tatsächlich, ich habe es hier mit einer transluzenten Farbe zu tun. Die ist zwar unheimlich dunkel, aber ich brauche für diese Farbe immer 3 Schichten, bis sie dann endlich deckend ist. Und das braucht tatsächlich viel Zeit, weil ich zwischendurch die Farbe immer trocknen lassen muss. Dann starte ich die Kamerafahrt über das getrocknete Bild, natürlich indem ich euch erst einmal kurz den Rand zeige. Je nachdem, wie das Licht auf den Rand fällt, ist er mal dunkler oder mal glänzender, genauso wie es jetzt gerade auf diesem Bild ist. Ihr könnt hier sehr schön die Inseln sehen und die Strukturen. Und weil ich heute nicht so unendlich viele Farbschichten aufgetragen habe, ist auch noch die Anfangsfarbe in Grau zu sehen. Und weil es ein neutrales Grau ist, was eher kälter ist, harmoniert das, wie ich finde, ganz wunderbar mit den aufgetragenen, warmen und freundlichen Farben. Dann habe ich euch das Bild an der Wand aufgehängt, aber auch hier gehe ich heute mit einer anderen Perspektive an das Bild, um euch zu zeigen, dass der Rand auch tatsächlich existiert. Denn wenn ich gleich das Bild einmal zeige, wie ich es normalerweise tue, dann bin ich der Meinung, dass man von dem Rand nicht unbedingt etwas sieht. Jetzt kommen wir zu dem fertigen Bild. Ich habe es euch an die Wand aufgehängt und mit einem anderen Licht angestrahlt, sodass hier auch nochmal die Farben richtig zum Leuchten gebracht werden. Und man kann hier die Inseln richtig schön sehen. Im oberen Teil, wo sich diese Farben gemischt haben, auch noch die Farbschlieren. Und dann auf der linken Seite, wo wir es mit dem etwas matteren Gelb und dem hellen Rosa zu tun hatten, einen etwas zurückhaltenden Teil auf diesem Bild. Mir gefällt das Bild in seiner Farbkombination unheimlich gut. Ich habe so das Gefühl, da findet sich alles wieder, was aus einer Blumenzwiebel im Frühjahr im Garten blüht.
Krokusse, Anemonen, Narzissen. Es wird, denke ich, wunderschön, auch wenn die Temperaturen draußen immer noch nicht auf den Frühling hinweisen. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass dir meine kleine Überraschung gefallen hat. Wenn dir ansonsten mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like gibst, meinen Kanal abonnierst und auch gerne konstruktive Kritik in den Kommentaren hinterlässt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.